Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Januar und Februar 2025. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. Ich persönlich war schon ziemlich fleißig und war auch schon ein bisschen unterwegs und daher habe ich wieder mehr als genug, von dem ich hier in diesem Kanalupdate berichten kann. Damit aber nicht genug. Das neue Jahr nimmt ja auch gehörig Fahrt auf und ich habe in den nächsten Wochen auch einiges vor. Dazu gehören 3 Veranstaltungen, die ich besuchen möchte bzw. auch daran teilnehmen möchte, und das schauen wir uns jetzt gleich mal zum Anfang an. Das erste wäre die Plastikmodellshow Sachsen in Siebenlehen. Das findet statt am 15. und 16. März. Da werde ich wieder vor Ort sein und dieses Jahr auch als Aussteller. Wie ihr euch ja vielleicht erinnern könnt, war ich da letztes Jahr zum ersten Mal vor Ort als Besucher und habe mal reingeschnuppert, was das eigentlich so ist. Und das hat mir sehr imponiert und daraufhin habe ich damals schon beschlossen, dass ich da eben auch mal als Aussteller hinfahren möchte. Und das mache ich dieses Jahr auch, da freue ich mich schon riesig drauf. Ich werde da zusammen mit meinen Freunden vom PMV Augsburg ausstellen. Also wir sind, glaube ich, zu 6. Also es gibt was zu sehen an unserem Stand und überhaupt diese Ausstellung ist wirklich sehr schön und ich bin schon gespannt. Also wenn ihr in der Nähe seid, das ist so der Großraum Dresden, kommt vorbei, lohnt sich auf jeden Fall, ist eine tolle Ausstellung, die keinen Eintritt kostet und man hat die ganze Infrastruktur von dem großen Möbelhaus zur Verfügung. Also das ist wirklich eine gute Sache. Ich freue mich schon drauf und ich bin mir sicher, dass ich auch den einen oder anderen vom letzten Jahr dort wieder treffen werde. Die zweite Veranstaltung ist die 14. Internationale Modellbaumesse in Telfs in Tirol am 5. und 6. April. Das ist eine Ausstellung, die habe ich schon länger auf dem Schirm, aber ich habe es nie geschafft, mir die anzuschauen. Das möchte ich dieses Jahr mal ändern. Ich bin schon ganz gespannt, was bei den Tirolern so geboten ist. Und ich gehe auch davon aus, dass ich da das eine oder andere bekannte Gesicht treffen werde. Und vielleicht auch eine neue Bekanntschaft schließen kann. Das ist auch immer ganz gut auf solchen Ausstellungen. Da kann man einfach neue Kontakte knüpfen. Ja, ich habe vor, da am Samstag hinzufahren. Also sollten wir uns treffen, sagt einfach Hallo. Und ja, ich bin ganz gespannt, was da los ist. Und vielleicht, wenn es mir zusagt, ist es auch mal eine Veranstaltung, wo ich auch mal hinfahre zum Ausstellen. Und das möchte ich eben mit meinem Besuch jetzt mal erstmal ausloten. Und die dritte Veranstaltung ist die weltbekannte Moschon Show 2025 am 26. und 27. April in Moschon-Magyaróvár in Ungarn. Ja, da werde ich auch wieder hinfahren, weil es einfach eine hammermäßige Veranstaltung ist. Da lohnt es sich wirklich, mal ein paar Stunden mit dem Auto zu fahren. Und das ist einfach immer interessant, auch wenn es natürlich da ein bisschen zugeht. Damit muss man leben. Aber ich finde, es ist es wert. Und ich finde auch, das ist so vom Ablauf eigentlich relativ angenehm für mich. Ich kann da sehr entspannt hinfahren, ohne Stress. Die Gegend ist relativ ländlich, also das Ganze findet nicht in irgendeiner Großstadt irgendwie statt, was immer, finde ich, ein bisschen stressig ist, weil man da nie so recht weiß, wo man sein Auto hinstellen soll und überhaupt. Sondern das ist einfach eine Kleinstadt. Da parkt man sein Auto gratis irgendwo im Ort und läuft halt ein paar Meter zur Ausstellung und es passt. Und wenn man dann fertig ist, fährt man halt einfach auf der Landstraße wieder zur Unterkunft. Also ich finde das sehr angenehm. Ich brauche da keinen großen Halligalli und das Ganze ist dann auch, finde ich, immer relativ preiswert, weil da eben auch die Unterkünfte nicht so teuer sind oder wenn man essen geht und so. Und ja, da bekommt man, glaube ich, für seine Euros ziemlich viel raus. Ja, und auch da bin ich wieder ganz gespannt. Und für alle Veranstaltungen gilt natürlich, dass ich die für euch, so gut es geht, die eben dokumentieren werde. Und dann gibt es eben auch ein kurzes Video dazu, jeweils. Ist ja klar. Das gehört einfach dazu. Gut, soviel zu den Veranstaltungen, die so in den nächsten Wochen auf uns zukommen. Schauen wir jetzt zurück auf die vergangenen Veranstaltungen. Also zur Spielwarenmesse in Nürnberg habe ich es leider nicht geschafft dieses Jahr, aus mehreren Gründen. Zum einen war nach einem Blick auf den Hallenplan für mich relativ schnell klar, dass ich mir das eigentlich auch sparen kann, weil es sah ein bisschen mau aus. Natürlich gab es das eine oder andere dort zu sehen, aber wegen
10 Neuheiten, die wirklich relevant sind, fahre ich nicht 2 Stunden mit dem Auto. Also von dem her habe ich mir das gespart. Außerdem war ich in der Woche ohnehin krank mit der Grippe im Bett gelegen. Also es wäre sowieso nicht gegangen. Also naja, ich denke, die Spielwarenmesse ist gegenwärtig jetzt nicht so wichtig für mich. Ja, viele bekannte Hersteller sind da nicht mehr vor Ort. Oder ja, es ist einfach ein bisschen eingedampft alles. Das war früher ein bisschen spannender. Na gut, so ist es eben. Aber ich behalte es im Blick. Wenn das Ganze wieder ein bisschen aufwärts gehen sollte, bin ich natürlich mit dabei und versuche mir da die Zeit zu nehmen. Dafür war ich wieder ein Wochenende lang im Elsass und habe da an einer Ausstellung teilgenommen. Das war auch super. Das war die Sonderausstellung zum 80. Jahrestag der Befreiung der Ortschaft Ostheim bei Colmar. War an einem Sonntag und da bin ich eben schon am Samstag losgefahren und habe dort meine Freunde von AMI, dem französischen Partnerverein, getroffen. Und dann haben wir zusammen erstmal schön Mittag gegessen und dann am Nachmittag haben wir noch einen Ausflug gemacht zum Fort Großherzog von Baden. Das ist ein Bestandteil des Festungsrings um Straßburg. Da haben wir noch exklusiv eine Tour bekommen, eine 3-stündige, war auch sehr interessant und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei den Leuten, die das möglich gemacht haben. Das ist echt super, war hochinteressant und ich habe darüber ja auch ein kleines Video veröffentlicht. Da hat leider meine Handykamera gestreikt, daher musste ich mit meiner Ersatzkamera da schauen, dass ich das einigermaßen einfangen kann. Na gut, ist nicht perfekt geworden, aber ich denke, das Video ist trotzdem ganz nett. Genau, und dann am Sonntag ging es auf diese Sonderausstellung. Das war auch sehr schön und hat mir ausgesprochen gut gefallen. Die Ausstellung an sich war vom Umfang her relativ klein, aber die Qualität war wirklich ziemlich hoch. Und das Ganze hat auch wirklich viele Besucher angezogen. Das Ganze war nämlich wieder so angelegt, dass es eher ja, für die Einwohner gemacht wurde und weniger für uns Modellbauer. Da hat sicherlich auch geholfen, dass draußen auf der Straße, auf der ganzen Länge, alte Militärfahrzeuge geparkt waren und auch ein paar Darsteller da waren mit alten Uniformen. Das zieht natürlich das Publikum an und wenn man sich dann schon die Fahrzeuge angeschaut hat, dann bietet es sich natürlich auch an, noch in die Modellbauausstellung zu gehen. Daher war da eigentlich, ja, bis auf die Mittagszeit eigentlich immer alles proppenvoll. Und die Leute waren sehr interessiert und haben auch viele Fragen gestellt. Und das finde ich immer sehr schön, wenn wir als Modellbauer unsere Werke auch mal einfach dem Laien zeigen können und nicht nur immer so unter uns bleiben. Also das fand ich sehr schön und sehr angenehm. Was auch noch anzumerken ist, für die Aussteller gab es sämtlich ein Mittagessen, Kaffee und Kuchen und auch Getränke umsonst. Das finde ich wirklich super, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit gewissen Veranstaltungen in Norddeutschland. Da fühle ich mich jetzt in Frankreich, im Elsass und auch auf vielen anderen Ausstellungen als Aussteller wesentlich mehr geschätzt, wenn ich da zumindest keinen Eintritt bezahlen muss oder wie jetzt da im Elsass sogar auch noch Verpflegung gestellt bekomme. Das finde ich super und hat natürlich auch gut geschmeckt. Zum Mittag gab es einen klassischen GI-Eintopf. Der war sehr lecker und die selbstgebackenen Kuchen, die es dann am Nachmittag gab für die Aussteller, das war natürlich auch sehr lecker. Braucht man natürlich nicht reden. Dieses Ostheim war für über 50 Tage umkämpft im Zweiten Weltkrieg, im Frühjahr 1945. Und diese Ortschaft wurde schon ziemlich eingeäschert. Und da wurde auch von der Gemeinde an alle Leute auf der Ausstellung hier dieses Heftchen verteilt, wo einige Fotos drin sind, von damals und auch von heute, damit man da mal einen Vergleich hat. Sehr interessant und ja, das wurde einfach gratis verteilt. Ich finde es toll, wenn man so viel Wertschätzung für die eigene Geschichte sieht und es wurde auch immer wieder von mehreren Leuten mir gesagt, dass es den Ausstellern und auch den Elsässern immer sehr wichtig ist, dass bei solchen Veranstaltungen auch Deutsche dabei sind. Und die haben sich tausendmal bedankt bei mir, dass ich so weit gefahren bin, um daran teilzunehmen. Also das hat mich auch sehr berührt. Und wie schon vorhin gesagt, also die Wertschätzung für den Aussteller ist da wirklich enorm. Und das
finde ich sehr beeindruckend. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende und ich habe mit meinen Freunden von AMI wirklich eine schöne Zeit gehabt. War wirklich super. Ich hoffe, ich kann es öfter einrichten, mit den Jungs zusammen in Frankreich auszustellen. Sie haben mich auch nicht einfach so gehen lassen, sondern sie haben mir auch noch ein paar Geschenke mitgegeben. Das zeige ich euch kurz. Hier ein Buch über die Kämpfe im Elsass. Ein ziemlicher Wälzer mit tollen Fotos drin, sehr inspirierend. Also das ist durchaus ein Thema, auf das ich mich relativ leicht einschießen könnte, dank solcher Literatur. Das ist wirklich schön. Dann haben sie mir auch noch ein paar 3D gedruckte Zubehörteile zukommen lassen. Und noch hier von Eduard eine Spitfire im Maßstab 1:48. Ja, nachdem einer von den Jungs, der Yeti, sehr gerne Spitfires baut, ja, und ich mal irgendwie anscheinend eine Bemerkung habe fallen lassen, dass die Spitfire ja wirklich ein sehr schönes Flugzeug ist, hat er sich dann genötigt gefühlt, mir auch eine Spitfire zu schenken. Und die von Eduard ist ja wirklich sehr schön. Ja, das sind doch super Sachen. Vielen Dank, Jungs von AMI, für diese tollen Geschenke. Kann ich gut brauchen. Und wie schon gesagt, ich kann es kaum erwarten, mit euch wieder mal irgendwo auszustellen, egal wo es ist. Ich denke, wir können es dieses Jahr bestimmt nochmal einrichten. Wo wir schon gerade von Geschenken sprechen, ich habe auch wieder ein paar Spenden für den Bastelkurs des Ferienprogramms bekommen in den letzten Wochen. Das zeige ich euch auch noch kurz. Die ersten beiden Spenden kommen auch wieder von meinen Freunden von AMI. Die haben 2 Revell-Bausätze springen lassen. Die sind natürlich perfekt geeignet für die Kinder. Und dann hat auch noch der Daniel mir auf dem Postweg ein paar Bausätze zukommen lassen. Unter anderem hier eben von Revell die Emden und dann auch noch einige Bausätze aus Osteuropa. Ist mal ganz originell und natürlich die Sachen scheinen auch nicht so kompliziert zu sein. Von dem her wirklich auch gut geeignet für die Kinder und Jugendlichen. Und ja, ich werde die Sachen auf jeden Fall sammeln und beim nächsten Bastelkurs, der dann wieder im Sommer stattfinden wird, die Sachen dann eben mitbringen. Und dann können die Kinder ja entscheiden, was sie da verbasteln wollen. Ja, ich freue mich immer wieder über diese grandiose Unterstützung für meinen Bastelkurs und dank eurer tollen Spenden kann das Ganze dann auch weitergeführt werden, ohne dass das irgendwelche Kosten verursacht für die Kinder und alle anderen, die da irgendwie involviert sind. Das finde ich grandios und daher vielen Dank an euch für eure Spendenbereitschaft. Gut, dann schalten wir mal rüber zur Werkbank und schauen uns als erstes an, welche Projekte ich so in den letzten Wochen fertigstellen konnte. Ja, ich war sehr fleißig und habe es geschafft, 3 Sachen fertig zu kriegen. Ein Grund dafür ist natürlich die hohe Motivation, die ich habe, weil einfach ein neues Jahr losgegangen ist und man hatte ja auch nach Silvester ja auch noch ein bisschen Zeit. Und zum anderen produziere ich ja seit einigen Monaten auch etwas weniger Videos und da bleibt dann auch mehr Zeit fürs Hobby. Ich hatte jedenfalls Lust auf ein bisschen Figurenbemalung, was Kleines und Überschaubares, so für zwischendurch. Und da habe ich mir hier von TFB, das ist ein Hersteller, den ich bis vor kurzem noch gar nicht kannte, den konföderierten Infanteristen ausgesucht, genau genommen einen Texaner im Maßstab 75 mm. Wie schon gesagt, den Hersteller kannte ich bis letzten Sommer noch gar nicht. Da war ich ja in Kulmbach auf der Zinnfigurenbörse und da habe ich so einen Bausatz gesehen und habe mir gedacht, das ist interessant, nehme ich mir mal mit, weil, ja, sag mal, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts interessiert mich thematisch sehr. Da habe ich ja auch schon einige Figuren dazu gebaut und bemalt. Und da reiht sich der dann auch ganz gut ein in diese kleine Sammlung, die hoffentlich auch noch ein bisschen wachsen wird. Der Bausatz besteht aus einigen schön gefertigten und wunderbar detaillierten Resinteilen. Also die Montage war gar kein Problem. Ein Stück Zaun liegt auch dabei. Den habe ich aber ersetzt, weil ich einfach zu faul war, diese Resinteile zu versäubern. Daher habe ich einfach meinen eigenen Zaun aus ein bisschen Holz gebaut. Der Sockel besteht, wie sonst auch, aus einem kleinen Holzstückchen, was ich oben mit Styrodur beklebt habe und die Seitenflächen habe ich noch mit Balsaholz vertäfelt.
Ja, und das Ganze dann eben entsprechend verschliffen. Ja, und damit war eigentlich der Rohbau schon fertig. Bei so Figuren finde ich immer ganz nett, dass man da eben auf einer sehr kleinen Fläche eben ja gestalterisch tätig werden kann. Das finde ich immer sehr spannend und wie gesagt, das Ganze ist auch nicht so ausufernd vom Aufwand her. Ist eben was Nettes für zwischendurch. Danach konnte es an die Bemalung gehen. Ja, da habe ich den Kopf und die Waffe separat gelassen. Ja, habe erstmal alles hellgrau grundiert und danach ging es mit der Feinbemalung los. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Für die Hautfarbe nehme ich immer sehr gern dieses Farbset von Life Color. Das lässt sich einfach sehr gut verarbeiten, zumindest für mich. Und das Ergebnis, finde ich, ist immer ziemlich nett. Ja, da habe ich hauptsächlich eben mit der Nasspalette gearbeitet, aber auch ein bisschen mit Trockenmalen. Immer so ein bisschen hin und her, damit man da eben ein paar einfache Schattierungseffekte auf die Figur bekommt. Auch die Uniform habe ich wieder mit stark verdünnten Farben aus der Nasspalette ein bisschen schattiert, auch ein bisschen trocken gemalt und zum Schluss kam auch noch etwas verdünnte Ölfarbe zum Einsatz, um die letzten ganz feinen Details noch zu betonen. Ja, ich bin kein Meister-Figurenbemaler, aber es macht mir eben großen Spaß und darum geht's ja. Und das Ergebnis ist für mich auf jeden Fall ja, sehr ansprechend. Zum Schluss habe ich dann noch den Zaun bemalt und ein bisschen gealtert. Beim Bodenbelag habe ich wieder ein bisschen Erde aus dem Garten verwendet und ein paar Grasbüschel von Fredericus Rex. Ja, ein paar Blümchen noch dazu. Die Figur aufgeklebt, den Sockelrahmen schwarz bemalt und vorne habe ich dann noch so ein Texas-Emblem befestigt. Ist jetzt natürlich historisch nicht ganz korrekt, weil wenn man genau hinschaut, sieht man hier zwar die Flagge von Texas, aber hier drüben auch die Flagge der USA. Passt jetzt natürlich nicht ganz so zu den Konföderierten, aber was Besseres konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht finden. Und es sieht ja trotzdem sehr dekorativ aus. Ja, und damit war das Ganze auch schon fertig und hat seinen Zweck erfüllt, nämlich ja, ein kleines, entspannendes Zwischendurchprojekt zu sein. Und ich habe das sehr genossen und ich muss sagen, das Thema reizt mich mit jeder Figur, die ich dazu bemal, mehr. Ich habe schon ein paar Ideen im Kopf, was ich so als nächstes machen werde. Vielleicht fange ich das auch schon in Bälde an. Mal schauen. Das zweite fertige Projekt wäre hier der Panzerkampfwagen 2 Ausführung C des Deutschen Afrikakorps von Dragon im Maßstab 1:35. Ja, da habt ihr ja vor kurzem schon den ersten Teil meines Bauberichts gesehen. Den zweiten Teil habe ich entsprechend auch schon abgefilmt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, das irgendwie zu editieren. Wird dann hoffentlich in Bälde kommen für meine Unterstützer auf Patreon und dann mit einigen Wochen Verzögerung auch für euch hier auf YouTube. Ja, daher möchte ich jetzt da noch nicht zu viel sagen, denn der Baubericht wird da genau ins Detail gehen, wie ich das Ganze eben lackiert und gealtert habe. Ich habe hier wieder die Haarspray-Methode verwendet und es hat zu einem sehr schönen Ergebnis geführt. Da bin ich echt froh, dass ich da jetzt so allmählich den Dreh raus habe und das ist so einer der Punkte, worauf ich dann in meinem zweiten Teil des Bauberichts eben näher eingehen möchte, weil ich mir vorstellen kann, dass die Haarspray-Methode doch durchaus für den einen oder anderen von großem Interesse ist. Und ich hatte da immer große Probleme damit. Ja, jetzt habe ich dann einen Weg gefunden und ich denke, es ist durchaus lohnenswert, das dann mit euch zu teilen.
Und das dritte fertige Projekt ist hier der M8 Greyhound während des Vorstoßes durch Schwaben im Jahr 1945. Ja, mein Beitrag für den Reconnaissance Group Build von Jurama Modellbau und Scalebench. Ja, der Gruppenbau endet Ende Februar. Ja, und ich habe es geschafft. Musste ich mich natürlich ordentlich ranhalten, damit es rechtzeitig fertig wird. Aber das war auch neben dem Termindruck auch eine Motivation, dass man das eben fertig bringt. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und zu dem Projekt kann ich euch auch ein bisschen mehr erzählen, weil sich es da einfach auch mal anbietet. Im vorherigen Update habt ihr den Greyhound ja in der Rohbauphase gesehen und ich habe auch schon die Figuren mehr oder weniger vorbereitet gehabt. Als nächstes ging es dann an den Bau des Dioramensockels. Hierfür habe ich wieder eine rechteckige Platte verwendet. Ja, außenrum Balsaholz, Innenreihen kamen Styroporplatten. Das Ganze wurde mit Ponal-Holzleim verklebt und als es dann trocken war, konnte ich dann eben die Geländekontur entsprechend ausschneiden. Ich habe mich für ein leicht abfallendes Gelände entschieden, damit es einfach nicht so eben ist. Das ist manchmal optisch ein bisschen langweilig und wenn man es ein bisschen so wellig, schräg gestaltet, sage ich mal, ist es einfach visuell ein bisschen interessanter. Und ich finde, ich hätte es noch ein bisschen steiler machen können, tatsächlich. Aber so wie es ist es ja auch okay. Anschließend habe ich dann den Hochsitz gebaut. Der besteht einfach aus einigen Holzstöckchen, die ich so im Garten gefunden habe, die ich eben entsprechend zugeschnitten habe und dann mit Sekundenkleber eben verbunden habe. Ja, dann konnte ich auch schon an die Stellprobe gehen. Also das Fahrzeug, die Figuren, der Hochsitz und dann eben auch die Bäume, alles mal so probehalber platzieren auf dem Sockel, damit man mal sieht, wie das so aussieht von der Aufteilung, wie das eben rauskommen könnte. Das finde ich immer ist ganz wichtig, damit die Szene dann möglichst interessant arrangiert werden kann. Die Hochstammfichten im Hintergrund sind natürlich noch interessant. Die habe ich nicht selber hergestellt. Das wäre cool, wenn ich das könnte. Vielleicht schaffe ich das eines Tages mal, mir das Können dazu anzueignen. Die habe ich gekauft und zwar sind die vom Andreas Pape. Dem seine Firma hieß früher, glaube ich, Coniferi Silvis. Mittlerweile heißt es modellbaum.de. Der ist eigentlich jedes Jahr in Stammheim auf der Modellbauausstellung und verkauft da seine Bäumchen. Und da habe ich im Laufe der Jahre ein paar zusammengekauft und jetzt fand ich, war es an der Zeit, die auch mal zu verwenden. Ich wollte hier ja einen Waldrand darstellen und beim Thema Wald ist es immer ein bisschen schwierig im Maßstab 1:35, weil man hat einfach nicht so viel Platz und mit einem oder zwei Bäumchen kommt man jetzt auch nicht weit. Deswegen habe ich jetzt hier mal ein bisschen mehr drauf geklatscht. Auch bei den Bäumen ist es sehr wichtig, sich vorher schon zu überlegen, wie man die arrangieren möchte. Und mir ist da relativ bald schon aufgefallen, dass das nicht so interessant aussieht mit diesen Fichten. Weil im Endeffekt, wenn man die Figuren und das Modell anschaut, dann sieht man ja eigentlich nur diese Stämme im Hintergrund. Und das war mir ein bisschen zu wenig. Deswegen habe ich dann beschlossen, noch so eine umgestürzte Fichte da einzubauen, damit da einfach so ein bisschen was im Hintergrund ist, abgesehen von den Stämmen eben. Ja, ich glaube, diese tote Fichte, die ist nicht vom Andreas, aber ich weiß nicht mehr genau, welcher Hersteller das ist, wenn ich ehrlich bin. Aber die passt vom Stil her auf jeden Fall sehr gut dazu und das ist immer ganz wichtig, dass es nicht irgendwie sich abhebt oder irgendwie einen anderen Stil hat. Das muss sich alles eben zusammenfügen. Gut, nachdem dann geklärt war, wie die Aufteilung sein wird, habe ich dann das Styropor mit einer dünnen Schicht Mörtel überzogen, damit es einfach ein bisschen härter wird und ich dann eben auch vernünftig dran weiterarbeiten kann. Und danach kam noch eine dünne Schicht Modelliermasse von Stettler drüber, einfach um das Gelände ein bisschen feiner auszuformen. Danach habe ich den Jägerstand bemalt mit verschiedenen Brauntönen und auch noch ein bisschen gealtert mit Ölfarben und das Ganze dann festgeklebt. Und damit dann später von der hellen Modelliermasse nichts durchscheinen kann, habe ich den Boden noch mit brauner Farbe bemalt, einfach um das abzudecken.
Nun konnte ich auch den Bodenbelag gestalten. Dafür habe ich wie immer meine Erdpaste verwendet, also trockene, feingesiebte Erde aus dem Garten, vermischt mit Wasser und Holzleim. Und diese Paste habe ich auf dem Sockel aufgetragen. Und in diese noch feuchte Oberfläche habe ich dann alles eingearbeitet. Also die Grasbüschel, die sind von Mini Natur, und auch habe ich noch zusätzlich ein bisschen mehr Erde drüber gestreut. Trockene Erde, weil das einfach immer eine sehr überzeugende Textur macht. Ja, und der Waldboden, der ist mir, ohne mich jetzt da unnötig selber loben zu wollen, doch ziemlich gut gelungen. Und das war erstaunlich einfach. Und das ist was, das möchte ich euch noch kurz erklären. Auf die noch feuchte Oberfläche habe ich zunächst etwas trockenes Seegras gestreut. Das gibt's von AK zum Beispiel oder auch in manche Bastelläden zu kaufen. Es ist irgendein Naturmaterial, irgendein Faserzeug. Ja, was es genau ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es sieht super aus und das habe ich da sehr großzügig verteilt. Ja, und der besondere Clou war noch etwas getrockneter und gemahlener Oregano. Und ich finde, das ergänzt sich sehr gut mit diesem Seegras. Weil wenn man mal im Wald spazieren geht und sich das genau anschaut, in einem dichten Wald, da wächst nicht so viel am Boden, gerade unter so Nadelbäumen, weil diese Nadeln, die da runterfallen, die begraben einfach alles. Und das wollte ich eben darstellen, dass da eben sehr viel am Boden liegt, so trockenes Streuzeug. Und dann habe ich natürlich noch ergänzend einige kleine Ästchen verteilt, verschiedenen Größen und Längen, einfach um Totholz darzustellen oder auch so kleine Büsche, die da so zwischendurch mal wachsen, die sich da durchsetzen können. Moos habe ich auch noch hinzugefügt später. Das war noch so eine Komponente, die hat ein bisschen gefehlt. Da wollte ich noch ein bisschen mehr Variation reinbringen. Dazu habe ich einfach von Diorama Presepe das getrocknete Moos einfach mit den Fingern so ein bisschen zerrupft und zermahlen und dann eben an den entsprechenden Stellen am Waldboden und auch auf dem Totholz eben so ein bisschen Holzleim verteilt und das da drüber gestreut. Und das war's auch schon. Gut, soviel zur Darstellung des Waldbodens. Reden wir jetzt mal über den Greyhound. Den habe ich dann anschließend lackiert. Und zwar erstmal wurde das Ganze schwarz grundiert. Der Innenraum wurde dann weiß gespritzt und die Details dann entsprechend mit dem Pinsel bemalt. Viel war es ja nicht. Und die Öffnungen habe ich dann mit etwas Schaumstoff verschlossen, um dann eben die Außenseite lackieren zu können. Dafür habe ich wieder die Farben aus dem US Olive Drab Set von Life Color verwendet. Die Farben sind echt super für den Zweck, funktionieren hervorragend und der Farbton ist, finde ich, nach meinem Empfinden zumindest, ziemlich gut. Ja, da habe ich erstmal alles grün besprüht und dann einige Stellen noch ein bisschen aufgehellt. Die entsprechenden Farben sind da beinhaltet in dem Set. Ja, und dann konnte es auch schon an die Detailbemalung gehen. Da ging es hauptsächlich natürlich um die Zuladung. Das Fahrzeug ist ja doch ziemlich bepackt mit allerlei Ausrüstung. Ja, das zu bemalen ist eine schöne Aufgabe. Entspannt mich auch immer, auch wenn es natürlich durchaus aufwendig ist. Aber das Ergebnis entschädigt natürlich für viele Mühen. Dann kamen auch noch die Abziehbilder aufs Modell. Da habe ich teilweise auf die Abziehbilder aus dem Bausatz zurückgegriffen und teilweise habe ich auch welche von Dragon verwendet. Weil bei Dragon ist es oft so, da liegen auch die taktischen Symbole und Nummerierungen und so weiter eben einzeln bei. Und auf diese Art und Weise kann man dann eben ganz spezifisch seine eigenen Markierungen herstellen. Anschließend ging es weiter mit der Alterung. Da habe ich keine besonderen Experimente gemacht. Erstmal wurde das Modell mit einem dunklen Ölfarbenwash behandelt, um die Details zu betonen. Dann kamen ein paar Lackschäden drauf. Die amerikanischen Fahrzeuge waren meistens nicht so stark verkratzt, weil dieses Olive Drab war eine ziemlich stabile Farbe. Deswegen habe ich da die Lackschäden hauptsächlich eben rund um die Luken platziert. Unten an der Wanne vielleicht noch ein paar Kratzer dran, das reicht auch schon. Viel mehr muss man nicht machen. Dem folgte dann eine Staubschicht. Da habe ich wieder Erde aus dem Garten verwendet, verrührt mit
ein bisschen Holzleim, viel Wasser und einen Tropfen Spüli, damit da eben so eine Art Dreckwash entsteht. Und damit habe ich das Modell erstmal eingestaubt und ja, der untere Bereich wurde dann eben mit dickeren Schlammkrusten eben versehen, wofür ich auch wieder die Erde verwendet habe. Um die Farbgebung ein bisschen zu variieren, habe ich dann hier und da noch etwas verdünnte und unverdünnte Ölfarbe aufgetragen. Da nehme ich sehr gern von der 502. Abteilung den Farbton Industrial Earth. Der, finde ich, ist ganz treffend und vielseitig einsetzbar. Ja, damit war der Greyhound auch schon fertig und das letzte, was dann noch zu tun blieb, war die Figurenbemalung. Das war doch einiges, weil 5 Figuren, die bemalt man mal nicht so eben nebenher. Da musste ich mich hier ein Wochenende lang praktisch einschließen, damit das Ganze dann eben ja, ganz fokussiert gemacht werden kann und das Projekt dann eben auch termingerecht zum Ende des Gruppenbaus dann auch fertig wird. Ja, da möchte ich jetzt nicht zu viel dazu sagen. Ja, ich habe die Figuren so bemalt, wie ich es schon oft erklärt habe. Für die Hautfarbe wieder Live Color, für die Uniformen hauptsächlich Farben von Revell. Ja, und zum Schluss kam dann noch ein Ölfarbenwash drüber, um die Details zu betonen, und matter Klarlack, damit die nicht so glänzen. Ja, und dann konnte ich die Figuren auch befestigen. Teils auf dem Diorama, teils im Fahrzeug. Ja, und das wäre es auch schon. Damit habe ich dieses Projekt sehr flott durchgezogen und termingerecht fertiggestellt. Bin ich echt happy drüber und was noch besser ist, das ist wirklich sehr ansehnlich geworden. Also ich freue mich schon wie ein Schnitzel, das mal zu diversen Ausstellungen mitzubringen und auszustellen. Ich glaube, das kommt ganz gut. Hier vorne habe ich noch ein Abzeichen der 12. Panzerdivision befestigt. Ja, wie ich schon im vorherigen Update mal näher erklärt habe, das Ganze ist eben in meiner Region angesiedelt und ja, der April 1945 jährt sich ja demnächst zum 80. Mal und dann wollte ich eben das auch mal entsprechend würdigen, wie eben der Krieg auch hier in meiner Heimat eben ja durchgerollt ist. Ich finde es sehr spannend und ich kann mir durchaus vorstellen, noch im Laufe des Jahres ein weiteres Projekt zum Thema Dillingen 1945 nachzuschieben. Das ist dann vielleicht auch was eher in der Stadt sich dann abspielt. Das ist ja hier sozusagen nur eine Darstellung der Annäherung der amerikanischen Verbände hin zur Stadt und zur Donaubrücke. Ja, so viel dazu. Gut, das waren die Projekte, die ich so in den letzten Wochen fertiggestellt habe. Da war ich sehr fleißig. Jetzt seht ihr, wo ich weniger fleißig war. Das sind hier meine beiden Altlasten, nämlich das K5E Eisenbahngeschütz und der Jagdpanzer IV Bodybuild. Da habe ich wieder nicht weitergemacht. Schade, sehr schade, aber momentan bin ich eher so drauf, dass ich eigentlich nicht viel Neues anfange. Deswegen steigen die Chancen. Und das Eisenbahngeschütz, da habe ich erst neulich wieder drüber nachgedacht. Das, was ich so im Kopf habe fürs Diorama, wo es ja gerade eigentlich dran hängt, das ist ein bisschen zu aufwendig, glaube ich. Ich werde das ein bisschen vereinfachen und dann ist, glaube ich, auch die Hemmschwelle nicht so groß und dann ist es gut möglich, dass ich vielleicht mal wieder weitermache. Das ist auch was, das nervt mich immer, wenn was so liegen bleibt über Jahre, weil ich muss das immer in meinen Kanal-Updates dann zeigen und wahrscheinlich verdreht ihr alle schon die Augen. Ihr könnt es nicht mehr hören, aber so ist es eben. Ja, es gibt für alles den richtigen Zeitpunkt und im Modellbau sollte man sich nicht mehr zwingen als nötig und ja, deswegen werde ich da die Pläne ein bisschen verändern. Das gleiche gilt auch für den Jagdpanzer IV Bodybuild, vielleicht mache ich da auch was anderes, mal schauen. Aber das Ganze ist auf jeden Fall noch nicht vom Tisch. Trotzdem habe ich in den letzten Wochen auch noch die Zeit und Energie gefunden, um was Neues anzufangen und wie ihr sehen könnt, ist das was Größeres. Und zwar ist es hier die USS Cobia.
also ein U-Boot der Gato-Klasse von Revell im Maßstab 1:72. Die aufmerksamen Zuschauer unter euch werden sich noch erinnern, ich war ja letztes Jahr in den Vereinigten Staaten im Urlaub und habe da unter anderem auch die USS Cobia besichtigt, die in der Stadt Manitowoc in Wisconsin eben ausgestellt ist. Ja, und der Besuch hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich noch vor Ort beschlossen habe, von diesem U-Boot auch mal ein Modell zu bauen. Und da habe ich mich eben jetzt dran gemacht. Ja, der Bausatz ist von Revell und den sollte man nicht unterschätzen, denn die Passgenauigkeit ist hier und da ein bisschen schwierig, was aber nicht so schlimm ist. Ärger ist eigentlich, dass da die Details nicht ganz so gut dargestellt sind und vieles fehlt auch. Aber ich muss sagen, das ist für mich in Ordnung, weil ich bin im Endeffekt ja auch kein U-Boot-Experte und von dem her kann ich das tolerieren. Das ist für mich eher so eine Art Andenken an den Urlaub und weniger ein Projekt, wo ich sage, da geht es mir jetzt um die 1000-prozentige akkurate Darstellung. Von dem her ist das okay. Um die Details ein bisschen aufzuwerten, zumindest an einigen Teilbereichen, habe ich mir das Foto-Set von Eduard geholt. Das beinhaltet einige nützliche Teile, wobei, wie schon gesagt, andere Bereiche von dem U-Boot dann eben gar nicht berücksichtigt sind, was die Details betrifft. Aber so ist es eben. Ich kann das akzeptieren. Wie man sich sicher vorstellen kann, ist die Handhabung nicht ganz einfach. Ein Modell, was 1,30 Meter lang ist auch in meiner Werkstatt ein bisschen unpraktisch. Also ich muss immer aufpassen, dass ich nirgendwo dagegen rumpel oder irgendwas abbreche. Aber so ist es eben. Ich hätte ja das U-Boot auch in einem kleineren Maßstab bauen können. Aber nein, es musste ja 1:72 sein, weil wenn schon, denn schon. Naja, da ist man selber schuld. Die Passgenauigkeit vom Oberdeck vor allem war ein bisschen nervig, weil das besteht aus 3 Teilen und da war immer so ein gewisser Versatz da, der nicht ganz so leicht zu beheben ist. Oder ja, man kann es ja auch nicht einfach verspachteln und verschleifen, weil da sind ja jede Menge Gravuren auch da. Deswegen habe ich beschlossen, das einfach zu überdecken mit 2 Streifen Plastikkarte. Ja, ist ein bisschen so ein Taschenspielertrick, aber es sieht dann am Ende wenigstens einigermaßen ordentlich aus, ohne irgendwelche komischen Lücken oder Stufen oder so. Also von dem her, ja, da muss man halt so ein bisschen tricksen und bescheißen, geht nicht anders. Womit ich mich auch noch viel befasst habe, ist der Sockel. Der Bausatz kommt zwar mit so einer Halterung, die ist auch ganz praktisch für die Montage, aber am Ende möchte ich das U-Boot natürlich schon ein bisschen schicker präsentieren. Deswegen habe ich mir da so einen polierten Holzsockel gekauft und als Pfeiler, da habe ich Messingstücke benutzt. Die habe ich einfach in der Arbeit entsprechend mir angefertigt selber und mit Schutzlack versehen und dann eben angeschraubt. Und vorne so als kleine Plakette habe ich so einen Pin damals in dem Museum gekauft, wo eben das Logo von der Cobia drauf ist. Eventuell werde ich da noch ein zusätzliches Abzeichen mir besorgen, weil dieser kleine Pin, ja, der ist schon ein bisschen mickrig. Vielleicht kann man da noch was dazu machen. Ja, wie dann das U-Boot letzten Endes auf dem Sockel dann befestigt werden soll, das ist ein bisschen unglücklich. Da hätte ich mir vielleicht vorher schon Gedanken machen sollen und nicht erst so auf halbem Weg. Aber so ist es eben. Ich bin beim Thema Schiffsmodellbau nicht so geübt. Ja, deswegen ist es so ein bisschen unglücklich. Der Plan ist folgender. Den vorderen Pfeiler, da kann ich das U-Boot von innen eben verschrauben, weil die Pfeiler haben eben so Ansätze mit einem Innengewinde. Das müsste gehen, weil unter dem Turm kann ich ja ganz bequem genau in der Flucht sozusagen ein Loch bohren und da eben dann später die Schraube und das Werkzeug entsprechend da durchfädeln und es von innen verschrauben. Das geht natürlich beim hinteren Pfeiler nicht, weil da müsste ich ja glatt durchs Deck bohren und da alles zerstören. An und für sich, das Modell ist jetzt nicht so schwer.
vom Gewicht her, aber ich möchte trotzdem, dass das möglichst gut verbunden ist und da nicht irgendwie unnötig wackeln kann oder abfallen kann. Insgesamt ist der Rohbau noch nicht ganz abgeschlossen. Der Rumpf wäre schon soweit, aber die übrigen Details fehlen noch oder sind noch nicht fertig. Der Turm zum Beispiel, den möchte ich noch weiter montieren und dann auch, wenn es geht, irgendwie separat lackieren. Ja, und die Geschütze und so weiter, die muss ich auch noch bauen. Und ich denke mal, das Geländer am Rumpf, das werde ich vielleicht erst nach der Lackierung dann entsprechend befestigen. Muss ich mal schauen, wie ich das genau angehe. Ja, und das Ganze soll dann natürlich auch noch ein paar Besatzungsfiguren bekommen. Da habe ich mir ein paar Zinnfiguren von Hecker und Goros geholt. Einmal die Brückenbesatzung und dann 2 Sets für die Geschützbedienung, damit es ein bisschen bevölkert ist, das hübsche Boot. Da ich ja für dieses Modell ausnahmsweise mal kein Diorama baue, sondern das eben auf einem Sockel nur so ganz technisch und klassisch präsentieren möchte, denke ich auch, dass ich damit relativ gut vorankomme. Also klar, die Lackierung und so, das ist natürlich aufwendig, allein schon deswegen, weil das so ein Riesenmodell ist. Aber das meiste ist ja dann doch irgendwie grau oder schwarz. Also ich denke, das ist jetzt nicht so das Thema. Aber mal schauen, vielleicht unterschätze ich das auch ein bisschen. Ja, bei einem U-Boot ist auch ein Diorama irgendwie komisch, weil da würde der Großteil des Modells ja gar nicht rausschauen oder sichtbar sein. Also finde ich, ist das so besser. Und mir gefallen auch diese Holzsockel sehr gut und die Verbindung mit diesen Messingpfeilern, das ist eigentlich ganz hübsch. Deswegen habe ich mir dann noch mehr von diesen Brettchen geholt, denn ich habe ja noch so ein paar andere U-Boote und auch Schnellboote im Maßstab 1:72 im Lager. Und die möchte ich natürlich dann auch auf diese Art präsentieren, damit es dann auch ein bisschen so ein einheitliches Bild ergibt später und das nicht irgendwie vogelwild ist. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch an, welche Neuzugänge es in meinem Bausatzlager gibt. Ja, wie ihr sehen konntet, habe ich mich da thematisch eher an die Gegenwart gehalten. Es sind einige Bausätze dabei zum Thema Ukraine-Krieg, zum Beispiel von Svesta der Buchanka. Das ist ein recht interessanter Bausatz, da kann ich mir auch durchaus vorstellen, den bald schon zu bauen. Dann habe ich mich auch wieder herabgelassen und einen Bausatz von Border Model gekauft, nämlich den Leopard. Border Model hat mich ja in der Vergangenheit ein paar Mal ziemlich arg enttäuscht von der Qualität her. Der Bausatz sieht zumindest in der Schachtel ziemlich vernünftig aus und da dachte ich mir, ich probiere es nochmal. Vielleicht haben die ja auch ein bisschen aus ihren Fehlern gelernt. Ja, und dann auch noch das Thema Gaza-Krieg. Da habe ich mir auch ein paar Sachen besorgt, weil auch das ist was, womit ich mich im modellbauerisch ein bisschen befassen möchte. Genau wie beim Ukraine-Krieg, das ist einfach was, wovor ich jetzt persönlich nicht wirklich zurückschrecke. Auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht den einen oder anderen Zuschauer vielleicht ein bisschen stört oder dass es den Leuten vielleicht sauer aufstößt. Aber ja, das ist halt so. Damit muss man rechnen, egal was man tut.
Wenn man jetzt irgendwas von der Wehrmacht baut, ist es ja eigentlich auch nicht besser. Also von dem her ist es eben so. Und ja, es ist ja auch irgendwie eine Sache, wenn man sich damit beschäftigt, man erweitert ja auch sein Wissen und sein Verständnis über diese Themen, während man sich damit eben auch in Form eines Bausatzes beschäftigt. So, womit könnt ihr in den nächsten Wochen rechnen hier auf dem Kanal? Ich werde natürlich die diversen Veranstaltungen für euch dokumentieren. 3 Stück sind's, also müsste es dann auch 3 kleine Videos zu den jeweiligen Ausstellungen geben. Dann werde ich mich auch noch daran machen, den zweiten Teil meines Bauberichts über den Panzer II fortzuführen. Das Ganze wird natürlich zuerst auf Patreon verfügbar sein. Ich weiß nicht, ob es dann schon in den nächsten 2 Monaten hier auf YouTube rauskommt. Muss ich mal schauen, wie ich das zeitlich hinbekomme und auch terminlich. Ja, und weiterhin bekomme ich dann auch noch Besuch, hohen Besuch sogar aus Übersee. Da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Mal schauen, vielleicht gibt es dazu auch was zu sehen hier auf dem Kanal. Ist eine kleine Überraschung und wenn nicht, ich werde auf jeden Fall im nächsten Kanal-Update davon berichten. Also es wird interessant. Alles klar, das war's auch schon wieder für dieses Kanal-Update. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze interessant und auch informativ. Ja, und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.